Das Familienunternehmen Pöppelmann wurde 1949 gegründet. Gestartet als Korkfabrik, haben wir uns über die Jahre zu einem der führenden kunststoffverarbeitenden Betriebe in der Branche entwickelt. Mit mittlerweile 3 Werken hier am Stammsitz in Lohne haben wir 3 weitere Werke international. Wir befinden uns hier in der neuen Halle für unsere Kleinteilproduktion. Bei der Planung stand neben der hochautomatisierten Fertigung auch die Nachhaltigkeit natürlich im Fokus. Im Projekt wollten wir nachweisen, dass wir sämtliche Nachhaltigkeitsstandards auch in der Halle umsetzen. Und dann haben wir quasi nach einem Qualitätssiegel gesucht, was uns da den Nachweis erbringen kann. Und da sind wir auf die DGNB, die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, gekommen. Die DGNB-Zertifizierung schaut nicht nur auf die Energieeffizienz, sondern auch auf viele andere Nachhaltigkeitsbereiche. Zum Beispiel auf Themen wie Ökologie, Ökonomie, Technik. Da spielen unter anderem die CO2-Bilanz, der Energieverbrauch, die Ressourcenschonung und das Ganze auch schon während der Bauzeit und aber auch für den ganzen Lebenszyklus eine Rolle. Hohe Energieverbräuche haben wir auch in den administrativen Bereichen. Daher haben wir hier den New Work-Ansatz gewählt, um neue Wege zu gehen, Flächen besser auszunutzen und insbesondere den Energieverbrauch zu reduzieren. Durch diese Interaktionsfläche und die insgesamte moderne Arbeitsumgebung konnten 40% Fläche eingespart werden und dementsprechend auch der Energieverbrauch reduziert werden. Als Pionier der Kreislaufwirtschaft wollen wir nicht nur die Nachhaltigkeitsstandards umsetzen, sondern auch zukunftsweisende Dinge realisieren. Das Prinzip der Kreislaufwirtschaft bedeutet für uns, Materialien möglichst lange im Wertstoffkreislauf zu halten. Schon während der Produktentwicklungsphase machen wir uns Gedanken, wie das Produkt mit geringsten Emissionen hergestellt wird und später auch den Lebenszyklus durchläuft. Etwa die Hälfte des eingesetzten Materials, welches bei uns verarbeitet wird, ist recycelter Kunststoff. Damit sind wir Vorreiter in der Branche. Bei der Herstellung von Kunststofflösungen sind wir mit großen Energieverbräuchen konfrontiert. Daher liegt großes Augenmerk auf der Energieerzeugung und den Verbrauch. Um unseren hohen Energiebedarf zu decken, haben wir uns in der Planungsphase unsere Gebäudehülle sehr gut angeschaut, bewertet und zu Nutzen gemacht. Die Dachfläche ist weit mehr als ein klassisches Industriehallendach. Sie vereint auf 16.500 Quadratmetern mehrere Funktionen: die Energieerzeugung, die Kühlung und die Regenwassergewinnung. Die frisch angelegte Grünbedachung dient der passiven Kühlung des Gebäudes und gleichzeitig der Kühlung der Photovoltaikmodule, die sich darüber befinden, wodurch deren Effizienz gesteigert wird. Zudem nutzen wir an der südgewandten Fassade eine Fassadenphotovoltaikanlage. Wir nutzen in dieser Halle zu 100% elektrische Energie und keine fossilen Energieträger. Davon werden ca. 20–25% durch diese Photovoltaikanlage bereitgestellt. Zusätzlich zu unseren Photovoltaikanlagen beziehen wir unseren Strom zu 45% aus regionalen Windenergieparks. Auch im Bereich Wärmerückgewinnung setzen wir auf effiziente Lösungen. Die Abwärme von den Spritzgussmaschinen und von gebäudetechnischen Anlagen wird zentral gesammelt und für die Gebäudeheizung genutzt. Die Auslegung der Produktionsanlagen ermöglicht ein erhöhtes Abwärmetemperaturniveau. Wir können die Rückkühlung und die Heizungsanlage flexibel miteinander kombinieren, um jeweils die energetisch sinnvollste Wärmeerzeugung zu erzielen. Die Wärmeüberträger in dem Gebäude sind für ein geringes Temperaturniveau geeignet. Somit ist die Produktion die Hauptwärmequelle für die Heizung. Den restlichen Wärmebedarf decken wir über Wärmepumpen. Sowohl unsere Wärmepumpen als auch Kälteanlagen nutzen das natürliche Kältemittel Propan. Auch andere Bereiche wie die Gebäudeleittechnik und die Kühlwasserversorgung tragen zur Effizienzsteigerung bei. Bei der Planung der Halle haben wir uns die energieintensive Kühlwasserversorgung besonders kritisch angeschaut. Hier haben wir ein hohes Potenzial gesehen und eine Maßnahme war, dass wir die Durchflussmenge an der Spritzgießmaschine eingedrosselt haben, indem jede einzelne Maschine eine Apparatur bekommen hat, die aktiv die Temperatur zwischen Vor- und Rücklauf misst und so die Durchflussmenge regelt. So sind wir in der Lage gewesen, dass wir bis zu 50% Kühlwasser-Durchflussmenge eingespart haben und das ist schon was Besonderes. Für die Kaltwassererzeugung setzen wir Trockenkühler mit freier Kühlung ein. Im Sommer für die heißesten Tage kommt eine Kältemaschine zum Einsatz, die Propan als Kältemittel nutzt. Um kein kostbares Trinkwasser für die Kühlwassererzeugung zu verbrauchen, nutzen wir Regenwasser, was wir selbst gewonnen haben. Das mehrstufig gefilterte Regenwasser können wir dann für unsere Sanitäranlagen und die Hallenkühlung nutzen. Die durchgeführten Maßnahmen haben gezeigt, dass es sich lohnt, neue Wege zu gehen.